Servus und hallo ihr Minimaniacs, ich bin's, euer Sascha und heute mit dem Thema Motorlager. Vielleicht habt ihr es selber auch schon mal gehabt im Bereich vom Beschleunigen oder Abbremsen, dass ihr merkt, am Motor ist ein leichtes Ruckeln. Es ist einfach immer ein Geräusch da, was einfach nicht hingehört. Es könnte das Motorlager sein. Ich will euch heute zeigen, wie ihr es erkennt und wie ihr es austauschen könnt. Viel Spaß dabei! Und wie ihr es erkennt, zeige ich euch jetzt gleich sofort. Schaut euch diesen Vorderbau an, wo das Motorlager aufgeschraubt ist. Hier seht ihr die komplette Verschmutzung. Hier ist es schon etwas älter, also hat sich auch noch Dreck angesetzt. Ansonsten ist es sehr, sehr ölig und ich kann euch eins verraten, das Zeug bekommt ihr fast nicht mehr runter. Ein weiteres Anzeichen, dass das Motorlager defekt ist, ist dieser. Zwischen dem Motorlager und dem Gummi ist immer ein Spalt und dadurch, dass das Innenleben geplatzt ist und das Öl ausgelaufen, liegt es direkt auf, somit kann es sich nicht mehr bewegen und die Bewegungen vom Motor übertragen sich in die Karosserie. Wie bei fast jedem Projekt fangen wir erstmal an und machen das Rad runter. Jetzt muss die Radhausschale runter. Wie ihr sie richtig demontiert und montiert, habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt. Ich werde es oben verlinken. Dort ist es genau beschrieben. Und wenn wir dann jetzt die Radhausschale weg haben, sehen wir also auch ganz genau, wie das Öl von dem Motorlager den Vorderbau verschmutzt hat. Ja, mit dem Dreck, der sowieso noch da ist, hat sich das jetzt richtig nett eingebrannt. Und diese Verschmutzung jetzt wieder wegzubekommen, ist wirklich sehr schwer. Als nächstes geht es unter den Mini. Wir müssen, ich sage immer, den Knochen oder die Drehmomentstütze abmontieren. Es sind zwei 16er Schrauben. Wenn die dann gelöst sind, könnt ihr den Motor leicht nach vorne drücken und bekommt die Drehmomentstütze raus. Wir lösen das Kabel vom Raddrehzahlsensor, so dass wir besser an die Torx i12 kommen, die untere Verschraubung vom Motorlager. Ab und an kann es auch passieren, wenn ihr die Schraube löst und rausnimmt, dass euch sogar noch Öl entgegenkommt. Also hier etwas aufpassen. Mit einer 18er Nuss lösen wir dann die Mutter vom Motortragbock. Jetzt entfernen wir die Spülluftleitungen vom Tankentlüftungsventil links und rechts reindrücken, das sind zwei Knöpfe, und dann nach unten ziehen. Das gleiche auch oben, links und rechts reindrücken und nach oben wegziehen. Dann kommt noch die elektrische Leitung, da haben wir eine Arretierung mit einer Nase, nach außen drücken und den Stecker nach unten wegziehen. Jetzt geht es an den Masseanschluss, den wir auch vom Motortragbock entfernen müssen. 13er Nuss, Schraube lösen, Kabel weg. Ich gehe mal hin, mache dann die Schraube mit der Mutter wieder drauf. Dann verlieren wir sie nicht und es geht weiter. Mit einem 16er Ring Ratschenschlüssel lösen wir die letzte Schraube vom Motorhalter. Jetzt geht es wieder unter das Auto, weil jetzt müssen wir den Motor etwas nach oben bekommen. Ich mache es hier mit meiner Auflage, indem ich dann die Hebebühne runterlasse. Ich nehme eine sehr große Auflagefläche, da bei dieser Aktion das komplette Gewicht vom Motor auf den Bereich drückt. Also wenn ihr einen Wagenheber nehmen solltet, bitte auch nicht punktuell, weil sonst habt ihr bei viel Pech ein Loch in eurer Ölwanne. Wenn ihr den Motor hochlasst, wirklich auch nur minimal Schraube, eben wie der Motortragblock,
denn wenn wir es übertreiben, kann es sein, dass wir das Rohr, das Flexrohr vom Krümmer beschädigen und dann bläst er dort raus. Wenn der Motor dann sicher steht, können wir die 4 Schrauben jeweils 16er Nuss lösen. Einmal vorne und dann auch hinten beim Motor. Wenn alle Schrauben dann gelöst sind, könnt ihr den Motortragblock herausnehmen. Das Motorlager ist frei und geht ganz einfach raus. Ja, wie ihr seht, jetzt wo keine Belastung mehr drauf ist, ist auch das Gummi wieder oben. Hier seht ihr, wie das Öl rausgelaufen ist. Bevor ich das neue Motorlager einsetze, versuche ich etwas den Bereich zu säubern mit einer Messigbürste und mit Bremsenreiniger, dass es einfach nicht ganz so schlimm ausschaut. Das ist einmal eine Arbeit an einem Samstag, wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat. Jetzt können wir das Motorlager wieder verbauen. Hier jetzt gleich ein Tipp, was ich jetzt hier beim Video verpasst habe. Wenn ihr jetzt die Schraube reinmacht, komplett festziehen mit 100 Newtonmeter Drehmoment, weil sobald der Motortragbock wieder drin ist, kommt er mit dem Drehmomentschlüssel nicht mehr ran. Jetzt wird wieder der Motortragbock festgeschraubt. Wenn ihr bei der ganzen Arbeit den Motor nicht bewegt habt oder so, passt es normalerweise 1:1. Auch hier wichtig, das Tankentlüftungsventil wieder so zu verbauen, dass die Nase in die Aussparung vom Motortragbock passt. Noch nicht ganz festziehen, im Falle eines Falles ihr auf der hinteren Seite noch irgendwie was bewegen müsst. Wenn alle Schrauben soweit drin sind, dann wird alles festgeschraubt und jede Schraube kriegt dann nachher 100 Newtonmeter. Wie gesagt, ich muss jetzt hier diese Schraube im Ringschlüssel machen, aber ich habe zum Glück die 100 Newtonmeter im Arm. Jetzt können wir den Motor wieder runterlassen, beziehungsweise ich die Hebebühne nach oben und der Motor sitzt wieder sauber auf dem Motorträger. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Wir nehmen die 18er Mutter und befestigen die mit dem Drehmoment von 68 Newtonmeter. Jetzt schließen wir wieder das Tankentlüftungsventil an. Einmal unten die elektrische Leitung und dann oben und unten die Spülluftleitungen. Jetzt noch das Massekabel von der Karosserie zum Motor, 13er Nuss, und hier ganz arg vorsichtig sein mit dem Festdrehen, weil wenn ihr zu viel Kraft nehmt, brecht ihr das Gussteil ab und ihr habt ein Problem. Jetzt müssen wir das Motorlager noch unten befestigen. Wir schrauben die Schraube rein und diese wird dann mit 56 Newtonmeter festgezogen. Dann können wir auch gleich wieder das Kabel vom ABS-Sensor einklipsen und wir sind in dem Bereich auch fertig. Wir machen jetzt unten fertig, wie vorher auch, den Motor etwas nach vorne schieben, die Drehmomentstütze wieder einsetzen und mit beiden Schrauben 16er Nuss und jede bekommt 100 Newtonmeter vom Drehmoment her wieder befestigen und dann sind wir auch im unteren Bereich soweit fertig. Da dieser Mini keine Unterbodenverkleidung hat,
können wir uns natürlich den Part sparen. Ansonsten würde jetzt natürlich noch die Unterbodenverkleidung draufkommen. Ja, jetzt knallen wir wieder die Rathausschale rein, setzen die beiden Schrauben einmal oben, einmal links, ich sag mal 10 Uhr, drücken die Klipse rein und auch der Punkt kann abgehakt werden. Die Rathausschale ist drin, somit kann das Rad drauf. Wir machen die Schrauben rein, immer über Kreuz und dann mit 120 Newtonmeter festdrehen, auch hier wieder über Kreuz und zum Schluss nochmal reihum. Zum Abschluss schauen wir uns nochmal an, wie es jetzt ausschaut, und ihr seht, wir haben hier jetzt diesen Spalt. Eine Bewegung ist möglich und das Fahrzeug wird jetzt viel ruhiger sein. So, das Motorlager ist getauscht. Es ist ein neues drin. Ich denke, ihr habt es gesehen, wie ihr doch recht einfach, ohne großes Werkzeug, das Motorlager tauschen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie immer, es würde mich freuen, lasst bitte ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Tschüss.